Welcome to the Tech Race. When record speed is the target, small details make a huge difference. The most aerodynamic position is crucial for athletes. How can wind reveal the winning posture? The wind tunnel can be applied to almost any sport. We see the impact that practicing under controlled conditions can have on athletes that practice sports such as windsurf, sailing, bobsleigh and luge. Only artificial wind can provide a stable direction and force that makes it possible to calculate useful data impossible to obtain in real-life conditions. Das hilft uns auf jeden Fall sehr viel, weil wir können auf der Bahn kaum Sachen probieren in Bezug auf die Aerodynamik, weil da einfach viel zu viele andere Faktoren mit einspielen. Im Winter variiert also bei den Fahrten immer so die Temperatur, Luftfeuchtigkeit, der Zustand des Eises. At a research and innovation center in Munich, the bobsleigh, skeleton and luge athletes meet aerodynamic experts that can help them maximize efficiency and shave valuable seconds off their times. Wir messen die Kraft, die dann der Wind auf das Fahrzeug, auf den Sportler ausübt und versuchen dann die Kraft zu optimieren. Das heißt, so wenig wie möglich Kraft ausüben. Was kann man am Sportgerät optimieren? Wie kann der Sportler sich dann am besten positionieren und so windschlüpfrig wie möglich dann durch den Kanal gleiten? Im Gegensatz zu realen Fahrversuchen steht hier das Fahrzeug und der Wind wird über das Fahrzeug geleitet. The wind tunnel's fan spans a diameter of 8 meters and reaches speeds of 300 revolutions per minute whilst using 4.4 megawatts of power and generating gusts of wind that can reach an impressive 300 kilometers per hour. Da man den Wind so nicht sehen kann, müssen wir ihn visualisieren, das heißt sichtbar machen. Und sichtbar machen wir das durch Rauch. Wir können mit dem Rauch visualisieren, wo die Strömung ablöst, wo sie gut um das Fahrzeug herumströmen. In der Messwarte selber kontrollieren wir die gesamte Anlage. Wir steuern sie dort, wir steuern den Wind, die Bandgeschwindigkeiten, das heißt der bewegte Boden. The speed of the wind is generated by adjusting the revolutions of the fan. The measured wind force is divided into 3 axes. X is wind direction, Z is the upward force, and Y the lateral force acting upon the athlete. The most important parameter is the CX value, or drag coefficient, meaning how much force is exerted on the subject. The lower the CX value is, the more aerodynamic and faster the athlete will be on the ice track. George Hackl contributes with his experience whenever he can. The former luge athlete won 3 gold and 2 silver Olympic medals between Winter Games Calgary 1988 and Salt Lake City 2002. Wir machen natürlich zu jeder Messung eine Reproduktion und variieren in der Fahrlage, also wie er seinen Körper auf dem Schlitten platziert und erreichen hier schon deutliche Unterschiede. Das ist die optimale Fahrlage. Jetzt gehen wir mit dem Kopf hoch, dass du auf Sicht bist. Um möglichst aerodynamisch auf dem Schlitten zu legen, sieht also nicht viel von der Fahrt und ist angewiesen auf sein Bauchgefühl. Und jetzt hat man eben die Möglichkeit, dieses Bauchgefühl auch mal objektiv zu überprüfen. Ein bisschen an meiner Fahrlage. Ich hoffe mal, wenn wir das so im Winter umsetzen können, dann haben wir wieder einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Also es freut mich gerade sehr. 80 kilometers north in Ingolstadt, sailing athletes are taking advantage of this technology to maximize performance. At this wind tunnel, air follows a tube with 4 turning vanes that prevent turbulence by passing through 3 screens and a nozzle before entering a 9.5 meter long test section, allowing for extremely controlled conditions. Tony Wilhelm trained before leaving for the Olympic Games Rio 2016, where he finished 5th in the windsurf competition. Jetzt in den kommenden Monaten bis zu den Olympischen Spielen die letzten Prozent irgendwie auszukitzeln, uns Vorteile zu verschaffen. Obtaining data while sailing in outdoor conditions isn't easy. That's why the German sailing team decided to incorporate the wind tunnel as part of their training. Und ganz konkret haben wir eine Einstellung
des Segels getestet. Ja, das ist schwierig oder ungewohnt, dass man Wind spürt und im Segelboot segelt, aber komplett trocken bleibt. Gleichzeitig fühlt er sich ein bisschen stärker an eigentlich. Der Vorteil vom Windkanal ist, dass wir uns auf einzelne Faktoren, einzelne Elemente, die das Segeln oder die seglerische Leistung beeinflussen, konzentrieren können und andere bewusst ausschalten können. The results clearly indicate that in low wind conditions, Philip has to be more sensitive with the trimming settings. If he is able to do so during the race, it could gain him valuable milliseconds.